Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und heute bin ich nicht alleine, ihr seht schon, wir sind im Account von Aurikos und der ist auch hier heute mit im Video am Start. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Moin moin, wir wollen heute über deine Performance reden zum EU24 Serverstart, denn dort hast du, ja, wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hatte, richtig einen aufgespielt. Ich habe hier auch schon direkt die Rekordliste am Start und wir sehen, du hast am ersten Tag von EU22 tatsächlich einen neuen Rekord gebrochen, und zwar bist du innerhalb der ersten 8 Stunden von 16 bis 0 Uhr Stufe 228 geworden als Kundschafter. Erstmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Danke. Das ist auf jeden Fall ja, eine heftige Performance, und im Vergleich zum letzten Mal hast du ja nochmal übelst krass einen aufgespielt und nochmal richtig, richtig viele Level dazu gemacht. Da würde ich erstmal an der Stelle dich fragen. Also viele Fragen sind jetzt halt eben auch an der Stelle aufgekommen. Okay, wie hat er das gemacht? Ja, da hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit ein Video zu gemacht, aber im Vergleich zum letzten Mal, kannst du vielleicht uns erzählen, hast du irgendwas jetzt so anders gemacht? Hast du irgendwelche Fehler vermieden, die du beim ersten Mal vielleicht gemacht hast? Und ja, woran hat es gelegen, dass du jetzt halt an Tag 1 über Stufe 200 beziehungsweise an Tag 1 Stufe 228 erreicht hast? Also, erster Punkt, der wichtig war diesmal, meiner Meinung nach, war, dass der Server nicht für eine Stunde ausgefallen ist. Ja, die Performance war deutlich besser, ne? Ja, weil auf 20 hätte ich ja noch eine Stunde gehabt, um zu pushen. Aber hab dann halt gesagt, okay, ich werde nicht weiter pushen, weil mir diese eine Stunde, die dazu noch geklaut worden ist, zu viel sind. Und dann komme ich halt auf 160, 170. Aber würde halt sowieso weiterkommen. Und das bringt dann nichts, darauf zu pushen. Deswegen hatten wir hier halt circa 2 bis 3 Stunden noch, nachdem wir 100 waren, die wir pushen konnten. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen mehr Alu rausgeholt diesmal, um noch ein bisschen mehr Festungsressourcen zu holen. Und konnten mir auch ein paar Festungsressourcen wegen dem Black Gems Event natürlich sparen, weil ich natürlich nur die schwarzen Gems bekommen habe und nicht irgendwelche anderen. Ja, das war so der größere Faktor diesmal. Also wir haben ja diesmal beim Serverstart halt Elevator in Kombination mit Black Gem Event gehabt. Das hatten wir letztes Mal nicht, ne? Da war nur der Elevator, glaube ich, am Start. Elevator letztes Mal, ja. Ja, wie sehr war so der Impact zu merken von den schwarzen Steinen? Schwierig, also ich sag's mal so, die waren schon besser als die normalen Steine, aber sie hätten jetzt leveltechnisch nicht so viel geändert. Eine Sache, worüber ich mich aber aufrege, ist, wir wären eigentlich noch in die Unterwelt gekommen am ersten Tag. Aber ich hatte vergessen, Drops und Droplets anzuschauen und hatte deswegen die Ressourcen nicht von den Drops und Droplets. Ach, krass. Und dann hätte das sogar noch gereicht, um die Unterwelt zu holen. Auch wenn ich etwas mehr Alu gehabt hätte, weil wir hatten echt Pech mit den Schlüsseln. Und dann wären wir wegen den Black Gems, weil die gesamte Gilde halt besser im Elevator angreifen kann, hätten wir noch genug Kisten geholt, um die Unterwelt freizuschalten. Hätte ich bei World Guard gespielt, hätte ich sogar noch 2 Kisten mehr gehabt, dann hätte es sowieso gereicht. Selbst ohne die Drops. Aber so hat es dann halt leider nicht ganz gereicht am ersten Tag. Krass. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, was du hättest besser machen können, beziehungsweise ob es noch irgendwas gegeben hätte, wo du es noch härter optimieren hättest können. So. Also da sagst du ganz eindeutig, die Drops haben dir gefehlt. Was hättest du dann so circa erreicht an Tag 1? Hättest du da noch genug Zeit gehabt zum Pushen dann überhaupt? Ja. Ich war so eine. Ich wusste auch gar nicht, dass Profi pusht. Das kommt ja später im Video noch, schätze ich. Ja. Aber ich war dann auch so eine gute Stunde oder halbe Stunde am Rumsitzen auf 226 und war verzweifelt, dass wir die Unterwelt nicht geholt haben. Also, da wäre ich bestimmt noch auf 242 gekommen. Ja. Boah, am ersten Tag? Ja. Crazy. Und
hätte ich einen Assassinen gespielt, was ich jetzt auf dem nächsten Black Friday Server vorhab, da würde vielleicht dann auch noch mal mehr gehen, aber so hätte ich gesagt 242. Okay, warum würdest du sagen, dass der Assassine für dich da nochmal mehr rausholen kann als der Kundschafter? Der hat einfach die besseren Dungeon-Chancen. Ich bin jetzt diesmal noch mal mit dem Kundschafter gegangen, weil ich dachte, es wird eine Zeitfrage. Und da nach einer Waffe zu suchen, ist halt leichter, sag ich mal, als nach zwei guten. Aber wegen den Black Gems musste man eigentlich nicht so die geniale Waffe finden, um am Anfang echt gut durchzukommen. Und da hätte es dann wahrscheinlich der Assassine im Late Game besser rausgeholt, noch mal ein paar mehr Dungeons wegzuhauen. Ja, krass. Ansonsten war ich halt echt unlucky mit den Schlüsseln. Sonst hätten wir die Unterwelt auch geholt, weil ich noch mal mehr Alu offen hätte. Mhm. Und also das ist auf jeden Fall krass, dass nicht diesmal der zeitliche Faktor das Problem gewesen ist. Du hast sogar relativ gechillt, hattest noch sogar Zeit gehabt, denn also das ist halt krass. Was war so der für dich entscheidende Punkt im Vergleich zum letzten Mal, wo du ab einer bestimmten Hürde nachher nicht mehr weitergekommen bist? War das einfach nur der zeitliche Aspekt oder hast du beim letzten Mal genauso gespielt wie dieses Mal? Ich habe diesmal noch ein bisschen besser das Sammelalbum gefarmt, ein bisschen besser Gold gefarmt. Ich habe direkt noch mal einen Code eingelöst, ganz am Anfang für 100 Startgold, was mir erlaubt hat, Leute besser abzufarmen. Ähm, Ansonsten war es eigentlich relativ gleich. Letztes Mal hätte ich ja auch ein bisschen höher pushen können, weil ich hatte ja noch eine Stunde. Aber ich wäre nicht ganz aufs Level gekommen, weil die Ritterhalle beim Imbiss leider an Tag 1 nicht ganz so gut war. Und auch einfach Server-Performance hat mich da so demotiviert, dass ich wusste, okay, ich hätte jetzt im nächsten Serverstart 2 Stunden Zeit, wo ich das Ganze versuche. Dann kann ich das beim nächsten Serverstart einmal richtig machen. Und ja. Du hattest ja beim letzten Video, da kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern, hattest du ja auch so ein bisschen angeteasert gehabt, dass du noch das ein oder andere Ass vielleicht im Ärmel hattest. Da war so ein bisschen die, das fällt mir jetzt so spontan gerade ein, die Pet-Dungeon-Pause so ein bisschen gemeint. Hattest du diesmal davon irgendwo ein bisschen was genutzt oder hast du die Pets ganz normal gespielt? Ich habe bis jetzt die Pets ganz normal gespielt, aber ich war mit der Pet-Pause eher auf Rekordsicht aus mit dem Avatar-Race. Weil man die sich eigentlich aufsparen kann und dann da relativ hoch kommt mit den XP. Aber was ich mit Tag 1 noch meinte, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so schnell einen Black Friday bekommen. Ja. Und ich hätte den Level-Rekord noch an Tag 1 normal gebrochen, ohne Black Friday. Indem ich tatsächlich einfach auf Unterwelt gegangen wäre auch und hätte mir eine Gilde gebaut, wo jeder für mich sozusagen spielt. Hätte so eine kleine Projektgilde geöffnet. Und da hätte dann jeder die Ritterhalle sofort auf 7 gemacht am ersten Tag. Und wäre relativ stark in den Hellewetter reingegangen. Und dann hätte ich einfach mal gehofft, dass wir irgendwie auf genug Punkte gekommen wären, um dann auch wirklich da die Unterwelt freizuschalten und das zeitlich irgendwie rüberzubringen. Aber mit Black Friday war das dann irrelevant, also das hätten wir hier auch so machen können. Ja, aber hat die Gilde das hier nicht erreicht an Tag 1 so, dass sie die Ritterhalle so schnell hochgepusht haben? Also Pestilence hat ja schon gut aufperformt. So, ne? Doch. Die haben sehr gut gespielt. Die Gilde war ja von Zombie, ich habe ja auch mit Zombie zusammen gestreamt am ersten Tag. Und danach auch ein paar Tage. Und das war auch alles abgesprochen. Also da waren wir schon echt ambitioniert mit den Ritterhallenpunkten. Und das lief auch echt gut. Da habe ich überhaupt keine Beschwerden gehabt eigentlich. Also die Ritterhalle war top. Aber man tut sie halt normalerweise eher auf 6 als auf 7, wenn man Langzeit spielt. Weil 7 eigentlich nicht so schlau ist für den eigenen Charakter. Aber für so eine Tag 1 Projektgilde hätte es sich halt lohnen können. Ja,
Also da kann man, wenn man richtig tryhardet, nochmal so ein bisschen mehr rausholen. Aber das wäre dann auch schon ziemlich viel verlangt auf jeden Fall von der Gilde. Ansonsten, neben deinem krassen Tag 1 Level-Rekord haben wir hier in der Beschreibung auch schon gesehen, du hattest so ein paar Rekorde eingestellt. Das hatten wir hier auch in der Shakes and Fidget Rekordliste gesehen. Also du hast nicht nur den Tag 1 Rekord, sondern auch den Stufe 300 Kundschafter-Rekord mit 8 Tagen hier gebrochen, was auch schon ziemlich krank ist auf jeden Fall. Und dann hatten wir auch noch den Jan-Rekord, der ist hier unten, innerhalb von 5 Tagen. Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Hausnummer, wenn ich mir so überlege, wie lange man früher für Jan gebraucht hatte und jetzt halt das innerhalb von ein paar Tagen. Also im Prinzip kann man schon gefühlt nach dem ersten Monat schon fast in die Dungeon-Pause gehen. Zwar nicht ganz, aber das ist schon crazy, wohin sich das Game auf jeden Fall entwickelt hat. Abseits davon hattest du ja auch eine kleine Competition gegen Profi gestartet, beziehungsweise hat sich das spontan ergeben, weil Profi spontan auch gestartet hatte. Das hat das Ganze dann ziemlich spannend gemacht. Ich hatte leider persönlich nicht den kompletten ersten Tag Zeit, um das komplett mit zu verfolgen. Und ich hatte Profi aber angefragt gehabt, ob er mit in diesem Video sein möchte. Er wäre dabei gewesen, ist aber momentan ein bisschen zeitlich eingeschränkt, hat uns aber eine kleine Textnachricht hinterlassen in Bezug dazu, weil ja Aurikos und Profi wirklich sehr, sehr ähnlich performt haben am Tag 1 und beide wirklich gut einen aufgespielt haben, hat er hier einen kleinen Text hinterlassen, den würde ich mal ganz kurz vortragen, damit wir hier seine Stellungnahme auch nochmal zum Tag 1 sehen, weil Profi ist ja auch ein sehr kranker Spieler. Moin Dortzer, ich bin noch 2 Wochen beruflich in Wien und habe nur ein schlechtes Laptop-Mic, also da hatte ich ihn halt angefragt gehabt, ob er dabei sein möchte. Habe das am Freitag vom Hotel aus auf einen Laptop ohne großer Vorbereitung und Planung gemacht, was auch schon ziemlich krank ist. Da kann ich aus Erfahrung sprechen, gerade wenn man so unterwegs ist mit auch den Hotel-WLAN und so, das kann auch schon gut reinkrachen dann, wenn man nicht an seinem gewohnten Setup ist. Weil ich einfach Bock hatte, am Black Friday mal zu pushen und dann noch dazu mit dem Elevator. Kann es gerne mit Auri hier alleine machen, aber an sich nicht viel zu erzählen, außer dass ich leider aufgrund der deutlich schlechteren Ritterhalle bei Lutis Gilde, glaube so 2 Stunden Level 38 stuck war, wo ich sonst pushen hätte können und sonst so im Bereich Level 232 gelandet wäre. Mit bisschen mehr Zeit wäre noch Zweiter im 13. Stock und ein paar Shadow Dungeons etc. gegangen. Auri hatte anfangs zum Beispiel direkt 60 plus Steine, wo meine stundenlang nicht über 30 plus ging. Heißt, der Push war für mich auch um einiges teurer, musste viele Dungeons 0,1% legen. Bin natürlich mit der Gilde selber schuld, weil ich mich nicht wirklich darauf vorbereitet habe, deswegen auch verdient verloren, hat aber trotzdem Spaß gemacht, das mal zu machen. Sorry für den Roman. Ja, ich hatte ihn dann noch geschrieben, dafür ist habe ihn auf jeden Fall gedankt, halt, dass er noch hier so ein kleines Feedback dagelassen hat. Und würdest du das auch so unterschreiben? Also, dass Profi auf jeden Fall da auch nochmal gut einen aufgespielt hätte, beziehungsweise was meinst du, hätte er dich vielleicht sogar noch überholt, wäre er in der gleichen Gilde gewesen wie du? Also das klingt immer dann so arrogant und alles, aber ich muss sagen, Profi hat sehr, 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 sehr stark gespielt. Und ich weiß natürlich nicht, wer gewonnen hätte am Ende. Das weiß ja keiner von uns. Ich hätte trotzdem gesagt, dass ich eher gewonnen hätte, weil ich bis Level irgendwie 30 oder so, da haben wir tatsächlich auf den Landwirt Hubert, auf den Profi geschaut immer im Game. Ich war sammelalbumstechnisch immer später erst in der Alu drin als er, also hab die Levels gemacht, hatte dementsprechend mehr Alu am Ende übrig. War auch von den Base-Stats immer 100 oder 50 drüber. Und hätte demnach tatsächlich auch die gleichen Dungeons liegen können. Ich denke mal, wenn er in der gleichen Gilde gewesen wäre, dann wäre es am Ende auf ein Unentschieden ausgekommen. Weil ich hätte die gleichen beziehungsweise etwas besseren Chancen gehabt in den Dungeons wie er, da wir auch die gleiche Klasse haben. Und ich einfach ein bisschen mehr Basisattributspunkte nochmal. Aber bei den späteren Dungeons wären es sowieso alles Mages, die locker wären.
Deswegen denke ich, dass wir da tatsächlich eher aufs gleiche Level hinausgekommen wären. Aber er hat auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark gespielt. Ja, ihr beide auf jeden Fall. Und wie sah das bei dir so nachher zum Schluss aus mit den Prozentchancen bei den Dungeons? Also wo lagen die so bei dir? Ich hatte auch noch Chancen auf den 13. Stock. Hab mich dann aber auch wieder dazu entschlossen, die 4 Level jetzt nicht mitzunehmen, weil ich ziemlich sicher das Ding gewonnen hatte. Und ich halt die Unterwelt nicht freigeschaltet habe und halt wusste, dass es eigentlich geht. Relativ locker. Und ich bei EU32 sowieso nochmal reingehe. Ja. Meinst du, das ist der nächste Black Friday-Server oder warum EU32? Ja, also meine Schätzung ist EU32 ist der nächste Black Friday-Server. Aber mit EU32 meine ich einfach nur den nächsten Black Friday-Server. Okay. Ist vielleicht etwas genauer. Mhm. Also hast du da auf jeden Fall schon Pläne für den nächsten Serverstart und meinst, da wirst du dann nochmal den Rekord toppen? Ja, definitiv, Okay. definitiv. Glaubst du, der wird bis dahin getoppt oder ist wirklich so ein Black Friday-Event wirklich jetzt abhängig davon? Falls jetzt keine neuen Features in dem Game jetzt auftauchen, die das Game jetzt noch schneller machen sollten. Ohne neue Features, sag ich, ist der Rekord trotzdem machbar. Okay. Aber schwer. Also da muss wirklich jemand den Rekord wirklich sehr stark wollen. Weil er braucht dann, wie ich zum Beispiel genannt habe, so eine Gilde. Ja. Vorhin. Wo jeder irgendwie Rituale 7 stellt am ersten Tag. Jeder stark in den Elevator reingeht und dann muss man halt die Unterwelt holen. Um diesen Black Gem Vorteil halt zu überbieten. Ansonsten sage ich, wird das schwierig. Ansonsten sollte er eigentlich bleiben bis dahin. Ja, okay. Ja, sehr interessant. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt in der Zwischenzeit passiert. Ich bin auch gespannt auf den nächsten Black Friday. Vor allen Dingen, wie es da denn bei dir läuft, beziehungsweise ob bis dahin dann wirklich noch irgendjemand hier sich den Rekord streitig macht. Aber es sieht erstmal, also du hast kaum noch irgendwo was man noch so optimieren kann, sag ich mal. Ne? Ab welcher Stufe hast du so dein Festungspaket genommen, um dein Level-Up zu erreichen? Das vielleicht noch essentiell? 69. 69 auf 70 dann. Richtig. Und du kannst auch in den Kampflog gehen, wenn du willst. Da kann man sich den Jan-Fight noch anschauen. Ah, sehr gut, ja. Falls vielleicht jemand das noch interessant findet. Ja, das ist sehr interessant. Ansonsten habe ich auch noch was zu Jan zu sagen. Der liebe Mann hat mich das ganze 16.000 Pilze gekostet. Krass. Obwohl er 0,021% hatte am Ende. Und durch einen kleinen Elevator-Bug habe ich leider meine Ressourcen am zweiten Tag nicht bekommen. Meine Festungsressourcen. Ansonsten wären wir da an Tag 2 direkt reingegangen in Jan. Und hätten den All-Time-Rekord aufgestellt. Aber das wäre auch krass was soll man gewesen. machen? Was soll man machen? Ja, also glaubst du, der ist auch machbar dann irgendwann nochmal? Der ist so machbar. Und ich sag, wenn man da richtig viel Glück hat, kann man den vielleicht sogar an Tag 1 machen. Das wäre so crazy, ne? Das war mal der Endgegner. Ich Ja. weiß noch, als ich Shakes and Fidget angefangen habe, kam, glaube ich, das Update, wo das nicht mehr der letzte Gegner war. Oder da war der sogar, glaube ich, noch der letzte Gegner. Ja. Das ist wirklich krass, die Aussage, ne? Dass das irgendwann eines Tages geht. Jan, der damalige Endgegner an Tag 1. Also das ist wirklich verrückt, ja. Ansonsten ist, denke ich mal, noch für viele Leute, falls du darüber reden möchtest, wie viel Pilze du ausgegeben hast, so für deinen Tag 1 Push interessant? Hattest du das schon mal irgendwo geleakt? Doch, das kann ich gerne sagen. Das hatten wir auch im Stream mehrfach angesprochen. Ja. Ich meine, ich habe auch die ganzen 8 Stunden vom ersten Tag hochgeladen. Da sieht man zwar oben links die Pilze nicht, aber ich meine, wenn man jetzt ganz nachrechnen wollen würde, könnte man es ja auch errechnen. Es waren, glaube ich, 24.000 oder 28.000 Pilze. Also gar nicht mal so viel für das Level. Ja, ich würde sagen, für die Stufe ist es immer noch so annehmbar. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es mehr ist tatsächlich. Es ist natürlich immer noch eine Menge, aber wer halt Rekorde brechen möchte, der muss halt auch dazu gewillt sein, halt auch dementsprechend dafür zu bezahlen. Und
und ich sage halt auch immer, es sind nicht nur die Pilze, sondern auch das Knowledge. So, ne? Ja. Ab wann hast du was zu machen, so, wie hast du was einzusetzen, ne? Genau das gleiche wie mit dem Festungspaket. Das hatten wir ja auch im letzten Video oder im ersten Video schon angesprochen, dass ja, solche Zeitpunkte abzupassen halt einfach ultimativ wichtig sind, wo halt viele gar nicht wissen, dass es also, ne, dass solche Mechanics, du musst die Mechanics vom Game halt wissen und diese musst du halt ausnutzen können. Ja. Ansonsten, was auch noch ganz spannend war, ist, bis 200 haben alle, also ich und Profi, nee, eigentlich nur ich, bei Profi weiß ich tatsächlich nicht, ich habe bis 200 nur um die 15.000 Pilze gebraucht und danach wurde es erst richtig teuer, von den Pilzen. Also wirklich nicht viel, da muss man sagen, Black Friday war da wirklich einfach extrem günstig von Pilzen, im Verhältnis. Zu den anderen Serverstarts. Danach wurde es erst teuer, weil ihr dann extrem in die Dungeons reingegangen seid, ne? Ja, da kamen dann Gegner, die wirklich halt niedrige Chancen hatten auf einmal. Ja. Weil die Gegner davor waren eigentlich alle relativ easy. Dazu muss ich noch sagen, der liebe Renovate, der die ganzen Pestdoktor-Rekorde aufgestellt hat, der hat es leider nicht über Level 95 geschafft, weil er auch extrem viel Pech hatte am ersten Tag mit den Schlüsseln. Der war auch noch bei mir im Call damals, am ersten Tag. Und der wäre dann auch noch für über 200 gegangen, aber hat leider nicht die Schlüssel bekommen. Was mir sehr leid tut für ihn. Ist natürlich auch am Ende des Tages immer noch so ein bisschen eine Glückssache, ne? Mit den Schlüsseln, wie die droppen. Je nachdem musst du halt mehr Alu ausgeben dafür, um die zu bekommen. Also, ich sag, wenn man das perfekt gespielt hat, so. Ja, das klingt immer so abgehoben, wenn ich sage, ich habe das perfekt gespielt. Aber wenn man das sehr, sehr gut gespielt hat, dann muss man schon sehr, sehr viel Pech haben. Die anderen Leute haben halt gesagt, okay, ich denke jetzt nicht, dass ich viel Pech haben werde. Und geh halt rein. Und haben dann halt, bei Profi hat es ja zum Beispiel geklappt, aber bei Renovate dann halt zum Beispiel nicht. Der hat dann 3 Expeditionen gespielt und hat den Schlüssel nicht bekommen, den letzten. Und hat davor auch einmal 3 Expeditionen für einen Schlüssel spielen müssen. Bei mir war es zwar das gleiche, aber dadurch, dass ich so viel mehr noch die SA gefarmt habe und so viel mehr noch in die Dungeons reingegangen bin, vor Level 95, hatte ich, nachdem ich alle Schlüssel hatte und echt Pech hatte mit den Schlüsseln, trotzdem noch 20 Ade übrig. Okay, krass. Ich muss sagen, also mittlerweile kommen die Schlüssel auch nicht mehr ganz so selten vor wie früher. Also wenn du da jetzt so nach der ersten die nicht bekommst, dann sind die eigentlich nach der zweiten dann auch schon mittlerweile so da. Also ja, ich musste dreimal Alu spielen, um den Schlüssel zu bekommen. Also wir hatten wirklich Pech diesen Server. Ja, das ist dann schon unlucky. Ja. Ja, ey, ich bin da auf jeden Fall gespannt, was es bei dir da in Zukunft noch zu sehen gibt. Also du scheust dich auf jeden Fall nicht, Ansagen zu machen, aber man muss auch sagen, du deliverst dafür halt auch immer. Und da muss man dir auf jeden Fall Respekt zollen, dass du da auch jetzt schon wieder richtig krank einen aufgespielt hast. Und ich glaube dir auch, dass du zum nächsten Black Friday da auch nochmal neue Grenzen definieren wirst. Vielleicht kann man da dann sogar in Zukunft dann zusammen was machen, so wie zum Beispiel du jetzt mit Zombie zusammen gemacht hast. Bin ich halt auch immer sehr gerne dafür offen, neue Rekorde halt eben auch zu zeigen und das am besten auch so Step by Step, beziehungsweise halt, wenn man da den ganzen Ablauf und sowas dann mitnimmt bei dir, dann wäre das auf jeden Fall eine coole Koop zwischen uns beiden. Und ja, also da auch so gerade mit so Jan Hemmerer-Rekord und so, ne? Muss nicht mal unbedingt der Tag 1 höchste Level-Rekord sein, sondern irgendwelche anderen Rekorde, die man noch knackt, so, ne? Hast du in Zukunft noch vor, mit dem Account hier noch weitere Rekorde irgendwo einzustellen? Ist da noch irgendwas in Aussicht? Es steht noch das Solo-Dungeon-Portal an. Da habe ich bisher jeden Tag, seit Tag 1, das Dungeon-Portal weggekloppt. Ja. Dadurch weiß ich auch ganz genau, welcher Tag vom Server ist bisher. Der Rekord liegt bisher bei 82 Tagen und wurde von dem Berserker vor dem Update aufgestellt. Also noch der alte Berserker. Ach so, okay, krass, ja. Ja. Das wird relativ interessant. Ansonsten gehe ich wahrscheinlich noch auf den Twister-Rekord, der bei 132, 123 Tagen liegt. 162 Tagen, okay.
ja, dann Ja. schauen wir mal, ob du da Erfolg haben wirst mit. Ansonsten, ja, denke ich mal, haben wir das meiste soweit abgedeckt. Schaut auf jeden Fall bei Aurikos auf Twitch vorbei. Ich verlinke das Ganze mal unten in den Kommentaren beziehungsweise in der Videobeschreibung. Er steht kurz vor seinen 1000 Followern. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn wir die irgendwie noch voll bekommen würden. Da seht ihr auf jeden Fall immer dann halt sehr, sehr nicen ja, Hardcore-Mushroom-Content, so Rekordbrecher-Content, kann man nicht anders sagen. Also ist auf jeden Fall, der Mann hält sein Wort. Und denke ich mal, bin ich gespannt, was wir noch in Zukunft zusammen so erreichen, beziehungsweise halt eben noch für Projekte dann umgesetzt werden, beziehungsweise was du noch alles so mit dem Account Force und auch auf zukünftigen Servern noch so machen wirst. Ansonsten, ja, denke ich mal, war es das soweit von mir. Wenn du noch was sagen willst, dann ja, gehört dir das Wort auf jeden Fall. Eine wichtige Mitteilung hätte ich noch. Hm. Wenn ihr im Webshop Pilze ladet, immer Creator Code Dorsa benutzen. So, Ey. einmal in die Masse rein. Ey, Dankeschön. Ja, vielen, vielen lieben Dank für das Shoutout. Ne, wie gesagt, auch gerne bei Aurikos. Er ist da gut am Start und auch gut am ja, Performen in letzter Zeit, gut am Durchziehen. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank, dass du auch heute bei mir hier auf YouTube zu Gast gewesen bist. Ich denke mal, das ist sehr interessant für den einen oder anderen, auch deine Version aus erster Hand zu hören und auch in deinem Account in erster Hand halt auch so zu sein, um da so sich Einblicke zu verschaffen. Und ja, wir verabschieden uns, bedanken uns fürs Zuschauen und würden sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.